dann ist eigentlich das wichtigste Rezept bei hartnäckigen Ansprechpartnern noch hartnäckiger sein. Ja, ich würde da hartnäckig sein bis zu einem gewissen Punkt. Sehr schnell kann man gegen einen Typen ankämpfen, unter Anführungszeichen, wenn man ihn auch schnell erkannt hat als den Typen. Stimmt. Wenn du weißt, es ist ein Besserwisser, lass ihn Besserwisser sein. Gatekeeper sind immer da, ne? Das sind auch die härtesten, würde ich sagen. Also ich würde hartnäckig sein, eine gewisse Zeit. Und dann entweder switchen auf einen anderen Kanal oder einfach loslassen. Action! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dialing Out, the OB2B Podcast. Unser Gast heute mal wieder die liebe Valentina, unsere Account Executive und eine der Personen bei uns im Unternehmen, die hauptbeteiligt daran ist, neue Leads für uns reinzuholen. Was heißt, dass sie mit sehr vielen Ansprechpartnern sprechen muss, die manchmal sehr unliebevoll sind. Hartnäckige Arbeit. Ja, mühselige Arbeit. Ja. Und über dieses Thema möchten wir heute sprechen. Genau. Wie findest du das Thema? Interessant. Ich hatte heute ein Gespräch mit einer hartnäckigen Person, also kommt das sehr gut an. Okay, was war? Ich meine, das war das erste und, glaube ich, einzige Gespräch mit ihr. Das hat 15, war eine Dame? Das war eine Dame. Es hat 15 oder 18 Minuten lang gedauert, wo ich echt gedacht habe, das geht so in eine Richtung, weil sie schon Fragen gestellt hat, sie war interessiert, aber dann gab es jedes Mal, ja, aber ich weiß nicht, das ist ein bisschen könnten wir nicht auf Provisionsbasis arbeiten? Und ich meine, wenn sie mit so etwas kommen, dann war das. Weil ich habe schon versucht, mit Argumenten diese Hartnäckigkeit, die sie hatte, ein bisschen abzubauen. Hat aber nicht geklappt. Ich habe aber eine E-Mail geschickt und vielleicht meldet sie sich irgendwann mal in der Zukunft. Okay, Ja. gut. Ich habe 4 Beispiele an Ansprechpartnern schon aufgeführt in meinen Shownotes. Okay. Und ich glaube, diese passt ganz gut in eine Schachtel rein. Okay. Bevor wir aber weitermachen, hätte ich voll gern, dass die Tassen von unserem Stammtisch verschwinden. Magic! Boah. Wer sagt, dass Wünsche nicht instant in Erfüllung gehen können, ne? Genau. Durch Zauberhand verschwunden. Das kannst du so in der Montage zusammenstellen. Ja, okay. Gut. Genau. Also, wenn wir von hartnäckigen Ansprechpartnern sprechen, dann könnten wir sagen, die sind hartnäckig in ihrem Widerstand. Auf eine Art und Weise. Sie können aber auch hartnäckig sein mit einfach sehr vielen Fragen. Wo du dich dann auch irgendwie so manchmal vielleicht auch ein bisschen blöd fühlst, weil du eigentlich das Gefühl hast, du hast schon vieles beantwortet. Ja. Kommt manchmal voll oft vor, dass die ein und dieselbe Frage, oder immer sagen so, das kommt halt oft vor, dass ich habe noch eine Frage. Aha. Dann ist es so eine Frage, die dauert 3 Minuten lang und hat noch 10 Unterfragen. Ja. Anstrengend. Kenn ich auch. Und dann musst du immer sagen, ja, jetzt kommen wir nochmal auf Ihre Frage zurück. Aber du weißt gar nicht mehr, was die initiale Frage war. Ja. Oder die letzte Frage und nach dieser Frage kommt noch eine Frage. Und so, oh Gott. Ja. Immer wenn sie ankündigen, es ist eine Frage und noch die letzte Frage. Es ist nie die einzige Frage. Ne? Ja. Okay, gut. Schau mal, ich habe Folgendes mir zusammengedichtet hier. Und zwar, ich habe 4 typische Profile von hartnäckigen Ansprechpartnern. Hartnäckig sollte nicht unfreundlich heißen. Hartnäckig sollte auch nicht heißen, dass sie irgendwie dich auch ablehnen würden. Hartnäckig kann halt Verschiedenes auch bedeuten. Aber eher dann in dem Falle würde ich sagen, es gibt den einen, ich nutze das höfliche Wort Besserwisser. Aha. Okay. Aber, also, Besserwisser ist ja ein schönes Wort, ne? Es ist nicht so negativ wie Klugscheißer. Aber wenn man wirklich zu lange mit so einem Zeit verbringt, dann wird es zum Klugscheißer. Ja. 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 Gut.
Was ist irgendwie deines Erachtens nach die Charakteristik oder was sind die Merkmale von so einem Ansprechpartner? Ja, ich denke, das sind immer so Personen, die behaupten, die können alles alleine und die können alles Mhm. am besten und die brauchen keine externe Hilfe und alles, was sie bis jetzt gemacht haben und was sie vorhaben, passt eigentlich zu ihnen und das, was man denen vorstellt, entweder passt das nicht zu ihnen oder die können es einfach besser. Mhm. Ja. Ja, was aber auch irgendwie Fall sein kann, ist, dass der Besserwisser auch irgendwie schon versucht, nicht deine Sätze zu beenden, sondern dir halt seine eigenen Gedanken in den Mund zu setzen. Ja. Das ist sehr irritierend. Mhm. Gell? Wenn er halt irgendwie schon sagt, sie machen das bestimmt so und so. Ja, das kennen wir ganz gut. Wir haben schon mit extern gearbeitet. Ja. Die haben das gleich gemacht wie sie. Dann haben sie irgendwie so eine Liste, dann wissen wir gar nicht, was sie machen und wen sie anrufen und so weiter. Ja. Und tatsächlich muss man irgendwie Ja, gegen das ankämpfen. das stimmt. Da muss man auch selber hartnäckig sein und dann wirklich ins Gespräch mit ihm versuchen zu kommen, um zumindest einfach mal den Unterschied, den man selber merkt, zwischen uns und den anderen Anbietern, die sie hatten, vielleicht hervorzuheben und zu sagen, ja, hey, aber wir machen das ein kleines bisschen anders. Aber da muss man schon ins Gespräch mit denen kommen und manchmal lassen die dich einfach nicht. Ja. Ja. Ich glaube, bei so einem Besserwisser merkt man sehr schnell, dass es ein Besserwisser ist. Mhm. Ja? Wie gehst du dagegen an oder wie kann man dagegen angehen? Vielleicht auch, wie du gerne dagegen angehen würdest, aber es vielleicht noch nicht gemacht hast. Ich versuche Auflegen. immer, ich versuche immer so ein bisschen mit Lächeln und mit Lachen und keine Ahnung, auf so eine süße Art und Weise ins Gespräch zu kommen mit diesen Menschen. Einfach super freundlich sein und so versucht man auch diese Barriere, die sie vielleicht haben, ein bisschen, ja, keine Ahnung, abzubauen, Mhm. damit die dich einfach reden lassen. Weil bei denen ist es einfach nur wichtig, dass man mit denen ins Gespräch kommt. Genau, also einfach auf eine freundliche Art und Weise langsam versuchen, diese Barriere abzukratzen und dann Aha. einfach mal tiefer ins Thema zu kommen. Okay, ja, nicht schlecht. Würdest du bei denen auch irgendwie versuchen, gerade ihr großes Wissen zum Thema auch irgendwie zu loben und irgendwie darauf anzuspielen? Ja, das Aber stimmt dass es dann auch. eben halt nicht so herüberkommt, als ob du jetzt Ja, aber man die kann schon sagen, ja, okay, diesen auslachen Teil würdest. machen sie super gut. Das finde ich auch cool, dass sie das machen. Wenn sie beispielsweise sagen, ja, wir machen ja auch LinkedIn. Ja, prima, toll, dass sie das machen. Haben sie sich überlegt, dass sie das beispielsweise mit Telemarketing verbinden? Einfach mal auf die Art und Weise, das vielleicht, was sie nicht machen, zu verknüpfen mit dem, was sie machen, das auf eine positive Art und Weise darzustellen und dann einfach mal versuchen, Mhm. wie gesagt, einfach ins Gespräch zu kommen. Das ist das Wichtigste. Okay, also erstes Rezept einfach sehr nett und halt mega freundlich sein Ja. und auf das, was sie sagen, positiv eingehen und an zweiter Stelle vielleicht auch halt eben die Vorgehensweise, die sie hatten, irgendwie loben und Ja. dadurch auch sich dann ein bisschen so einen Raum zu schaffen, um selber was sagen zu können. Ja. Damit man halt eben doch ein bisschen begeistern kann. Okay. Ja, perfide. Gut. Dann habe ich einen zweiten Typen. Der ist, glaube ich, sehr gefährlich. Okay. Der Ghoster. Oh Gott. Ja, wie oft kommt's vor? Zu oft. Ich habe so viele Deals bei mir, wo ich einfach jedes Mal auf, keine Ahnung, Q2, Q3, Q4 verschoben werde. Das nervt, aber ich weiß, dass es auch Teil der Arbeit ist, weil es gibt wirklich Fälle, wo es sich lohnt. Also wo es wirklich passiert, dass man da tatsächlich Q4 anruft und die sagen, ja, hey, prima, dass sie drangeblieben sind, jetzt haben wir echt Interesse, jetzt passt das. Nur ja, dauert das ein bisschen und das ist eben der Moment, wo es ein bisschen so, give me Ja. something. Ja, das ist der eine, den man, wenn man den mal erwischt, was wirklich selten passiert, der voll Lust hat. Ja. Und dann ist er wieder weg. Ja. Ja. Was kann man da machen? Ja, einfach dranbleiben, wenn man meint, dass man zumindest ein Gespräch mit dieser Person hatte, wo man merkt, dass da wirklich auch Interesse bestand, dass man da auch wirklich was machen könnte. Wenn das auch zu dem Firmenportfolio passt, was wir gerne annehmen würden, wenn wir denken, ja, okay, das ist eine coole Firma, mit der könnten wir arbeiten. Diese Person war in diesem Gespräch eigentlich interessiert. Aber ich meine, man muss schon ein Bauchgefühl haben für, wenn man es irgendwie auch loslassen muss, weil ich meine, man kann ja nicht für immer und ewig an einem Deal arbeiten. Ja. Irgendwohin muss das ja auch führen.
Deshalb glaube ich, ein bisschen Geduld muss man schon haben, aber auch wissen, wann man einen Strich ziehen muss unter die ganze Sache und sagen muss, ja, okay, Ja. jetzt geht's nicht mehr weiter. Aber ich würde sogar sagen, dass wirklich eine sehr, sehr hohe Prozentzahl beim Cold Calling eben diese Ghoster sind. Oh ja. Und ja. das ist halt wirklich Teil der Arbeit. Wer sich darauf nicht vorbereitet hat, der tut uns leid, aber Ja. der muss es einfach auf die harte Weise dann spüren, ne? Stimmt. Also liebe Cold Caller, liebe Leute, die sich mit Vertrieb überhaupt auch beschäftigen, es ist nicht nur bei Cold Calls so, es ist auch nach Meetings, nach sehr gut gelaufenen Meetings oft so, dass man einfach geghostet wird, obwohl man Follow-ups vereinbart hat, E-Mails rausgeschickt hat, Angebote rausgeschickt hat, Follow-ups auf Angebote rausgeschickt hat, zur vereinbarten Zeit im Meeting wieder saß, der nicht kam, Ja. anruft, der 10-mal im Urlaub ist und 20-mal in einem Meeting. Ja. Währenddessen, ja. Ja, aber man kann ja auch immer einfach das auch in einem bestimmten Abstand machen, dass man da beispielsweise nicht jeden Tag oder jede Woche anruft, sondern okay, jetzt habe ich 5-mal angerufen, ist nicht rangegangen, vielleicht könnte ich das nächste Mal in 2-3 Wochen anrufen oder im nächsten Monat, wenn ich meine, dass ich vielleicht auf die Art und Weise ihn besser erreichen werde oder sich auch ein bisschen vielleicht erkundigen bei den anderen Kollegen, ja, hey, ist der Herr vielleicht im Haus, ist er vielleicht krank, ist irgendwas los, weil das kann ja auch passieren. Deshalb gibt es, glaube ich, auch verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann und man darf sich einfach nicht jetzt von der ganzen Sache entmutigen lassen. Ja. Genau. Gut. Dann, der ist so einer, der vielleicht auch Spaß machen könnte. Okay. Vor allem, wenn man erfahren ist vielleicht. Das ist vielleicht auch etwas für unseren Kollegen Franjo, der ja sehr gerne mit Einwänden arbeitet. Aha. Der Dauereinwänder. Oh Gott. Ja, Franjo kann sich hier hinsetzen. Ja, nee. Ja, es gibt Ansprechpartner, die so sind, die einfach auf alles, was ich sage, einen Einwand haben. Ja, aber. Aber man muss einfach versuchen, das, was man selber vorzustellen hat, auch positiv rüberzubringen und dann jedes Mal auch versuchen, auf die Argumente einzugehen, die er sagt. Aber dann in solchen Situationen bin ich dann auch vorsichtig, dass ich nicht sage, ja, okay, den verfolge ich jetzt auf jeden Fall, sondern okay, wir hatten jetzt dieses Gespräch. Ich habe alles erklärt. Ich habe eine E-Mail geschickt. Ich habe ein Follow-up gemacht. Wenn da jedes Mal ein Einwand kommt, dann gebe ich auch auf nach einer gewissen Zeit. Also wie gesagt, dasselbe wie bei dem letzten Beispiel, einfach im Bauchgefühl haben, wann es sich lohnt, weiterzumachen und wann man vielleicht einfach aufgeben soll und sagen, ja, okay, du hast alle Infos von mir, hast deine Einwände, wenn du meinst, dass du das selber besser machen kannst, gut, wir sind hier, wenn du wieder Interesse haben könntest. Ja. Ich erinnere mich jetzt gerade an ein wirklich blendendes Beispiel hierzu. Und zwar, vor ein paar Jahren hatten wir einen Kunden, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Outbound-Kunde oder ein Inbound-Kunde war. Aber wir sind auf jeden Fall mit dem in die Phase gekommen, dass wir auch schon unsere Meetings mit denen abgehalten haben, dass Angebote rausgingen und dass immer wieder ein Einwand kam und was abgeändert werden sollte. Ja. Und dann auf einmal, als wir auch zu diesem Zeitpunkt voll gebucht waren, wir hatten keine einzige Person mehr frei oder vielleicht jemanden, der noch vielleicht 4 Stunden frei hatte für ein Projekt, kommt er an mit, nachdem er irgendwie wirklich, wirklich sehr kritisch irgendwie nochmal was bewertet hat, kommt er an mit, ja, jetzt haben sie auf einmal keine Kapazitäten, aber wir haben uns total für sie entschieden und möchten auch mit keinem anderen zusammenarbeiten. Und ich habe mich schon bedankt. Ja, ich habe auch schon gesagt, ja, okay, anscheinend ist es vielleicht nicht gerade der beste Zeitpunkt, um eine Zusammenarbeit zu starten. Wenn es mal besser ausschauen würde von ihrer Seite her, können wir gerne nochmal sprechen. Zu diesem Moment können wir auf diese Bedingungen, die sie haben, auch gar nicht eingehen. Und dann kommt er halt mit, also wo ich ihn schon wirklich abgeschrieben habe und gedacht habe, hey, boah, mit dem habe ich jetzt wirklich keine Lust mehr zu sprechen, kommt er an mit so, hey, also wir haben uns eigentlich schon für sie entschieden, wir haben es jetzt auch gar nicht so gemeint. Weißt du, das ist so ein Dauereinwänder. Bis du dem nicht sagst, hey, okay, ich habe keine Lust. Ja.
Das ist, glaube ich, so ein richtig Extrembeispiel. extremes Beispiel dafür. Ja. Okay. Ja, und dann der Klassiker, Aha. der Gatekeeper. Oh Gott. Der dich überhaupt Ja. nicht durchlässt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so der Knackpunkt immer bei großen Firmen auch. Weniger bei kleinen, aber halt bei denen, die dann eben wirklich ihre Arbeit sehr ernst nehmen und dich nicht weiterleiten. Ja, ist nervig, aber ist Teil der Arbeit und damit muss man sich einfach abfinden und seine eigenen Wege haben, wie man da durchkommt. Mhm. Das ist eigentlich das, was wir machen. Das ist dieser Punkt, wo wir auch unseren Kunden helfen, unseren Partnern, weil es eben so diese Geschichten im Sales sind, die wir kennen und wo wir uns auskennen, wie wir da umgehen, die ganze Geschichte und dann zum Ansprechpartner auch wirklich gelangen. Aber ja, das ist so ein Punkt, was auch nerven kann. Ja, Wenn es okay. Ohne jetzt irgendwie Tricks zu verraten, wie man das machen kann und ohne jetzt irgendwie uns hier direkt bloßzustellen, muss ich aber sagen, dass eine sehr wichtige Sache, vor allem bei großen Unternehmen, ist, dass es sehr oft so ist, die haben halt Firmenpolitik Ja. und sagen, hey, können wir nicht machen, können wir nicht durchstellen. Wir können Ihnen auch nicht sagen, ob die E-Mail-Adresse richtig ist. Wir können Ihnen auch nicht sagen, ob die Durchwahl korrekt ist. Wir können keine Ja. Durchwahl rausgeben und so weiter. Und dann rufst du irgendwie in 2 Wochen nochmal an, dann ist es irgendwie anders, ne? Ja. Man darf sich von einem Gatekeeper einfach nicht entmutigen lassen. Ja, insbesondere, wenn man auch nicht weiß, ob das dieselbe Person da sitzen Genau. wird wie am ersten Mal. Ich meine, in großen Firmen arbeiten sehr viele Leute. Also Richtig. nur weil die eine Nein gesagt hat, heißt es nicht, dass die andere auch so sein wird. Ja. Und das Ja. ist gerade irgendwie halt auch so ein Spiel mit der Zeit. Ja. Und Ja. auch mit großen Zahlen. Je öfter man anruft irgendwo, desto besser sind die Chancen, dass sie einen Ja. doch nochmal durchlassen. Ja, ich hatte auch Firmen, die saßen, Gott, 8 Monate lang in der Pipeline, dass ich an denen gearbeitet habe, bis ich da endlich reinkam ins Gespräch mit einem echten Ansprechpartner und nicht mit der Dame von der Zentrale. Aber das ist so mit den großen Firmen und da, wenn man weiß, dass man so ein Projekt hat, dann weiß man auch, womit man zu tun hat. Ja. Ja. Was ist denn eigentlich so eine Sache, die dann eben schon bei zum Beispiel dieser Firma oder einer Firma, die jetzt 8 Jahre in der Pipeline ist, bevor man überhaupt bei der Zentrale irgendwie vorbeikommt? Ist es dann so, dass die dann oft sagen, wenn sie einen Namen haben, kann ich sie durchstellen? Oder auch wenn du einen Ja. Namen hast, stellen die dich nicht durch? Es hängt davon ab, aber es gibt manche, wo man wirklich tatsächlich merkt, ja, okay, das erste Mal habe ich versucht, einfach nur mit der Abteilung durchzukommen, ging nicht. Und dann habe ich mit einem Namen es versucht und dann haben die auf einmal alle Macht der Welt, mich durchzustellen, was schon ein bisschen komisch ist, aber bei den anderen geht's gar nicht. Und eben bei diesem zweiten Szenario hat man eben dann seine eigenen Wege, wie man dann versucht, durchzukommen. Aber ja, ich habe auch gemerkt, dass es manche Firmen gibt, die, sobald du einen Namen hast, geht das. Ja. Ja. Es ist ja auch oft so bei dem Gatekeeper, dass er dann eben sagt, ja, hatten Sie schon Kontakt mit der Person? Hatte ich. Ja, Ja. okay. Dann haben Sie ja sicher auch seine Kontaktdaten. Habe ich ja auch. Dann können Sie es vielleicht über die Durchwahl. Ja, stimmt, ich habe es aber über die Zentrale versucht, weil ich bei der Durchwahl nicht durchgekommen bin. Genau. Haben Sie seine E-Mail-Adresse? Ja, die habe ich auch, aber der hat wirklich auch darum gebeten, dass ich mich telefonisch bei ihm melde. Und jetzt, wo ich das versucht habe, geht's halt nicht. Ja. Ne? Ja, obwohl es gibt ja auch manche, die mir gar nicht auch glauben, dass ich mit denen in Kontakt. Oh mein Gott, ich hasse das. Ja, Also okay. ich kann dir Wort für Wort vorlesen, was ich mit dieser Person besprochen habe. Aber die wollen es einfach nicht hören. Ja. Mhm. Wenn du jetzt auch irgendwie sagen würdest, ist es ja auch so komisch, wenn du irgendwie nochmal prüfen möchtest, ob es die richtige E-Mail-Adresse ist. Dann sagen die ja nie ja oder nein. Ne? Ja. Die sagen ja auch, das dürfen wir nicht sagen. Ja. Könnte sein und Ja. so weiter. Ne? Ja, wenn du jetzt damit ankommen würdest und sagen würdest, ich habe alle Kontaktdaten und die würden dich jetzt fragen, ja, können Sie mir die vorlesen, dann würde ich auch sagen, kann ich leider nicht machen. Ne? Ich weiß ja nicht, ob die berechtigt sind, Stimmt. die zu bekommen von mir. Ja, stimmt. Ja, ganz schlimm, die Gatekeeper, wenn die ihre Arbeit sehr, 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 sehr ernst nehmen. Oh ja. Ja, gut. Letzte Station, wenn man wirklich gar nicht durchkommt, vielleicht über LinkedIn versuchen oder einfach halt eben anderen Ansprechpartner suchen. Einfach mal frisch irgendetwas probieren. Weil wenn man schon zigmal angerufen hat und nach derselben Person fragt, dann wissen die auch so langsam an der Zentrale, ja, das ist wieder dieselbe Person. Ja, die nochmal möchte diesen Typen sprechen. Ich habe jedes Mal Nein gesagt, aber wenn man da ein bisschen vielleicht frische Luft mit reinbringt, mit einem neuen Namen, dann
vielleicht erinnern sie sich dann nicht an das Gespräch mit dir. Genau. Ja, auch immer Vielleicht die auch Hoffnung. irgendwie so, der Herr Müller hat mich gerade angerufen und die Leitung ist geplatzt. Ja. So Sachen halt. Ja, kann man auch mal versuchen. Ja, gut. Was würdest du sagen? Wir haben jetzt drüber gesprochen, was wir machen könnten, was wir machen sollten bei jeweiligen Ansprechpartnern. Aber was meinst du, dürfte man wirklich nie machen? Bei all diesen hartnäckigen. Oder auch überhaupt, Ja, ne? einfach Aber halt, unfreundlich zu sein, würde ich sagen. Nie jetzt irgendwie streiten mit einer Person, nur weil die dich nicht irgendwie durchlassen möchte. Ich meine, ich bin auch so manchmal ein bisschen angenervt, wenn das nicht klappt. ja, Aber man darf auch nicht erlauben, dass man das in der Stimme hört, sondern immer ja. nett das Gespräch beenden und hoffen, dass es nicht besser wird. Und bei manchen darf man auch nie aufgeben, bei manchen. Aber da muss man schon verstehen, den Unterschied, wo das okay ist und in den anderen Situationen, wo es vielleicht dann besser ist, aufzugeben. Aber ja, hängt von der Situation. Also, dann ist eigentlich das wichtigste Rezept bei hartnäckigen Ansprechpartnern noch hartnäckiger sein, oder? Ja. Mit derselben Waffe, Würde ich ne? sagen. Kinder with their own medicine oder sowas, Ja, ne? ja, finde ich auch. Okay, gut. Valentina, ich habe noch ein kleines Game-Time vorbereitet Aha, für okay. uns. Und zwar, ich werde dir verschiedene fiktive Situationen mit schwierigen Ansprechpartnern vorlesen. Mhm. Und du als Gast kannst mir sagen, ob man hartnäckig und dranbleiben sollte Okay. oder das ist ein hoffnungsloser Hm. Fall und ich verziehe mich. Dann mache ich nicht mehr weiter. Ist das jetzt eine subjektive Sache oder? Das ist eine Profisache, weil du ja auch ein Profi bist in solchen Sachen. Sure, Daher okay. würde ich mal No sagen, pressure. solange es von dir als subjektiv kommt, ist es objektiv für den Rest der Welt. Okay. Alles gut. Gut. Okay. Erste Aussage. Der Ansprechpartner nimmt jeden zweiten Call an, sagt aber immer, melden Sie sich in Q4 wieder. Aha. Nimmt aber jeden zweiten Call an. Ja, sagen wir mal, karikiert. Ja, ich würde da hartnäckig sein bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und dann würde ich einfach sagen, ja, nein, da mache ich nicht mehr weiter. Ich meine, wenn man das schon 3, 4 Mal mit der Person gemacht hat, dann werde ich entweder etwas anderes mit ihm probieren, auf eine andere Art und Weise versuchen, ihn zu erreichen, oder dann wirklich loslassen. Also ich würde hartnäckig sein, eine gewisse Zeit, und dann entweder switchen auf einen anderen Kanal oder einfach loslassen. Würdest du aus anderen Kanal dann irgendwie eine E-Mail wählen und dann vielleicht so ein Ja, bisschen ja. mitleidserregende E-Mail schreiben? Vielleicht, genau, so etwas. In der Im Art. Sinne von, hey, ich habe es voll. jetzt wirklich mehrmals versucht. Sie hatten wirklich sehr interessiert erscheint bei den ersten Genau. 3 Telefonaten. Jetzt verschieben sie mich wieder auf Q4. Genau. Es ist schon zum 2. Mal Q4. Wollen sie oder wollen sie nicht? Genau. Ja. Ich meine, das hängt ja auch von dem Lebenszyklus von dem Deal ab. Wenn das irgendwie schon wirklich 4 Jahre lang da drin ist, dann ist das schon ein bisschen zu viel. Ja. Aber wenn es sich das innerhalb 1 bis 2 Jahren dann doch da was tut, dann würde ich sagen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Okay. Weil ich schon irgendwie Gespräche hatte, wo ich meine, wir haben jetzt ein Projekt, an dem ich momentan arbeite, das ist schon so lange in der Pipeline gewesen. So lange. Das stimmt. Ich wurde Das immer stimmt. wieder aufs Neue auf Q irgendetwas verschoben und jetzt ist es ein Projekt. Ja. Ja, deshalb glaube ich, Wie kam es denn überhaupt dazu? Haben wir das gecallt noch mal? Ja. Und Du das hat selber, Anna. oder? Anna hat daran gearbeitet. Anna hat das dann. Sie Ja, hat okay, wir haben geswitcht von einer zur 3. zur 4. Person, oder? Genau. Und dann habe ich Schlimm. den Deal bekommen und ich habe mit ihm bestimmt 4 oder 5 Mal gesprochen. Und jedes Mal war es, ja, bitte in, keine Ahnung, 6 Monaten, wir sind noch nicht so weit. Und ich meine, es hat Crazy, sich gelohnt. Ja. Deshalb, Ja, das ist aber ein nettes Beispiel. ja, voll. Gut, ich habe noch was. Der Ansprechpartner sagt, er sei nicht zuständig, verweist aber nie auf die richtigen Kontakte oder auf den richtigen Kontakt. Schlimm, nee, das würde ich weglassen und einfach Hoffnungsloser eine Fall? andere, ja, Okay. eine andere Person finden. Also einfach Zeitfresser. Nein, ja, schlimm. Okay, Mhm. gut. Der Lied liest alle deine Mails, reagiert aber nie. Ja, lieb, dass du das liest. Ich meine, wieder vielleicht bei dem ersten Beispiel, da gab es schon ein bisschen Interesse. Vielleicht würde ich schon versuchen, auf irgendeine Weise das Interesse wieder zu wecken. Aber nach einer gewissen Zeit würde ich es auch einfach loslassen und sagen, ja, okay, ich habe alles getan, was ich machen konnte. Aber jetzt nicht sofort. Da würde ich schon eine Chance geben, der Also ganzen es Geschichte. ist kein hoffnungsloser Fall. Nein, ja.
Der Ansprechpartner ruft nach 6 Monaten plötzlich zurück und will alles nochmal hören. Ja, okay. Dann erzähle ich wieder alles von vorne. Ist ja auch okay. Ich meine, nach 6 Monaten hat er es wahrscheinlich auch vergessen. Ja. Oder vielleicht haben sich auch die Sachen bei uns ein bisschen geändert. Ja, Alles also gut. Spätzünder einfach, ne? Ja. Und das ist auch okay, weil wir hatten schon ein paar Mal den Fall, dass wir auch Absagen bekommen haben durch Cold Calls und dann einfach nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren bekommst du eine Inbound-Anfrage von diesen Personen. Ja, genau. Man weiß ja nie. Alles gut. Also da darf man dranbleiben, sollte man auch da dranbleiben. Oder auch nicht sagen, hey, playing hard to get. So. Die wollten damals nicht, warum sollten wir jetzt wollen? Das wäre schlimm, nee. Ja, wenn sie es damals gemacht hätten, wäre es zu einem kleineren Preis gewesen. Oder selber damit sie schuld, wissen. ja. Ja, selber schuld. Nein. Okay, der Lied antwortet nur mit einem Satz. Beispiel kein Interesse. Ja, okay, gut. Kein Interesse. Dann habe ich auch kein Interesse an einem weiteren Gespräch mit dir. Das ist aussagekräftig, kein Interesse. Ja. Vor allem in einer E-Mail. Oh ja. Dann fände ich es halt, ich werde vielleicht nochmal antworten, hey, gibt es eine Begründung dafür? Aber da weiß man doch, dass die nicht antworten werden. Total. Und auch wenn das am Telefon ist, wenn ich weiß, dass ich einen Geschäftsführer am Telefon habe, sofort im ersten Gespräch. Ich habe nicht einmal mit einer Dame von der Zentrale gesprochen, sondern sofort der Geschäftsführer. Ich fange an, der sagt kein Interesse und legt auf. Ja, wenn er auflegt, dann sowieso. Sorry, nein. Also, jetzt nochmal zurückzurufen, wäre wirklich so ein Tag, an dem man sich extra gut fühlt und irgendwie voll viel Zeit hat, um noch mal mit so einen zu ärgern. Nee. Aber das darf man sich sparen. Nein. Ja, okay. Unnötig. Wenn er aber sagt, kein Interesse und dann trotzdem irgendwie noch du es schaffst, die Frage zu stellen, haben sie schon schlechte Erfahrungen gemacht oder was war los, was ist los, warum denn nicht? Dann fangen sie eigentlich schon an zu reden. Ja, aber das hängt auch wirklich von der Person. Also ich hatte schon Beispiele, wo die Lust hatten, ein bisschen tiefer ins Gespräch zu gehen, ist noch immer bei kein Interesse geblieben. Oder wo die einfach, nein, ich möchte nicht weiter reden und hat wieder aufgelegt. Auch alles fair, alles gut, in Ordnung. Ich kann das auch nachvollziehen, nur nervt das ein bisschen manchmal. Ja, aber es ist halt eine halbe Minute, um eine Erklärung abzugeben. Die können wir doch füreinander haben. Gut. Ich weiß aber nicht, ob ich die habe, wenn mich jemand anruft. Ich schon. Echt? Ja, wenn ich kein Interesse habe, dann bin ich ja nicht so frech, dass ich jetzt einfach nur sage, kein Interesse, ruf mich nicht mehr an. Ja, ich sage kein Interesse, aber sehr nett am Telefon. Aber ohne Erklärung. Ja. Nee, oder auch, doch, ich erkläre es immer. Ja, schön. Und gerade aus dem Grund, das habe ich schon mehrmals gesagt, auch bei uns im Podcast oder so, weil ich halt Angst habe, dass mich Karma über euch alle nochmal findet und dann eben ihr das abbekommt, weil ich dann eben nicht nett war. Ein Mensch als ich. Ja, glaube ich schon, ja. Muss wohl so sein. Muss dran liegen. Okay, gut, dann habe ich noch ein weiteres Beispiel und dann sind wir eigentlich schon durch. Okay. Und zwar, der Kunde sagt, er will nur per Mail kommunizieren, aber antwortet nie. Ja, okay. Ich schicke da eine Mail und wenn ich keine Antwort bekomme, wenn das eine Follow-up-Mail war, dann reicht das. Wir haben unsere Templates, wir wissen, wie weit wir mit den Mails gehen. Das heißt, wenn ich auf diese paar Schritte, die ich durchgeführt habe, keine Antwort bekomme, dann lasse ich ihn einfach los. Also schon ein paar Mails. Ja, ein paar Mails, die wir vorbereitet haben. Und genau, und wenn sie nicht antworten, auch. Ja, okay. Gut ist. Kostet nichts, aber vor allem, wenn man die richtige E-Mail-Adresse ist. Das ist schon mal gut. Wenn es jetzt nicht eine Infomail ist. Oh ja. Wenn es eine Infomail ist, dann weißt du wahrscheinlich, dass es irgendjemand anderes liest und löscht oder gar nicht weiterleitet. Ja. Ich würde mal sagen, Thema abgehakt. Hartnäckigkeit mit Hartnäckigkeit besiegen, aber auf eine sehr menschliche, humorvolle vielleicht auch ab und zu mal Art und Weise. Ja. Nett sein, höflich sein, die andere Seite versuchen zu verstehen. Sehr schnell kann man gegen einen Typen ankämpfen, unter Anführungszeichen, wenn man ihn auch schnell erkannt hat als den Typen. Stimmt. Wenn du weißt, das ist ein Besserwisser, lass ihn Besserwisser sein. Und dann gib ihm noch ein bisschen was von deinem Pfeffer mit. Wenn es ein Ghoster ist, hey, eine Zeit lang können wir das machen, dann schauen wir halt später, ob wir noch Lust haben auf euch. Wenn es einer ist, der ständig Einwände gibt, also
so gewappnet sind wir, dass wir auch diese behandeln können. Wenn wir aber auch wirklich keine Lust mehr haben, uns damit abzufinden, dass der immer wieder was sagt, was eigentlich nicht mehr zu unserer Firmenpolitik passt, dann lasst es auch sein, liebe Leute. Und an dritter Stelle, Gatekeeper sind immer da, ne? Ja. Das sind auch die härtesten, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Cool. Valentina, ja, das war's. Eine weitere Folge mit dir. Hat Spaß gemacht. Wie jedes Mal. Bist ein sehr angenehmer Ansprechpartner. Ja, danke. Ja, gar nicht hartnäckig, ne? Mit dir lässt sich reden. Ganz leicht. Ja. Super. Das war eine weitere Folge. Liebe Zuschauer, Zuhörer und Abonnenten oder die das noch nicht sind, bitte abonniert. Oder wenn ihr möchtet natürlich. Wir zwingen keinen dazu. Valentina und ich, wir sind beide bei LinkedIn zu finden. Ihr könnt uns gerne als Kontakte hinzufügen. Ja. Und ja, wenn ihr mal Lust habt, einen Kommentar runterzuschreiben hier, gerne machen. Ein Like ist auch eine schöne Sache. Und die Folge sich einfach anzuschauen und anzuhören, kostet auch nur eine halbe Stunde Zeit. Daher, ja, legt los. Ja, das war's. Ne? Ciao. Tschüss.